So, und jetzt noch die Kamera hacken. Und dann das Auto. Und... Ah, ich werde beobachtet. Ja, ich würde sagen... ihr habt mich ertappt. Ja, dann lasst mich euch erklären, was ich hier gemacht habe. Also... Wisst ihr, in Watch Dogs ist Hacken echt einfach. Und gar nicht mal so schwer, wie es eigentlich in der Wirklichkeit ist. Aber ist es auch realistisch? Das wollen wir heute klären. Ja, Freunde, wir wollen heute klären, ob Watch Dogs Hacken realistisch ist oder nicht. Und zu eurer Überraschung werden wir gar nicht so unrealistische Dinge finden in Watch Dogs. Denn tatsächlich haben die Entwickler von diesem Spiel mit den Leuten von Kaspersky zusammengearbeitet. Und Kaspersky ist eines der führenden Teams in der IT-Security, was Malware-Analyse oder Virenschutz angeht. Und dementsprechend, naja, ist eigentlich Watch Dogs gar nicht mal so unrealistisch. Doch, warum gibt es dann Watch Dogs Hacken nicht im echten Leben? Warum rennen da draußen nicht Leute rum, die genau das tun? Die Straßenlaternen hacken, die Autos hacken und so weiter und so fort. Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Es gibt so ein System wie in Watch Dogs nicht. Das Setting ist nicht das, was realistisch ist, sondern das Hacking an sich ist realistisch, aber das Setting ist es nicht. Und das ist der Punkt, der vielleicht vielen gar nicht so bewusst war. Und zwar in Watch Dogs 2 ist es so, ihr infiltriert gleich in der allerersten Mission das CTOS Data Center. Das ist ein Gebäude, in dem wirklich alles zusammenläuft. Ja? Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt Google, ihr habt Apple, ihr habt Facebook und ihr habt noch gleichzeitig Polizei und Regierung und all das steckt ihr in einen Topf. Da sind Überwachungskameras drin mit Gesichtserkennung, da sind alle Handys mit drin, die es überhaupt in diesem ganzen Spiel gibt und da sind noch sehr, sehr viele mehr Dinge drin, wie zum Beispiel Ampelsteuerung und Autos und so weiter und so fort. Und ihr infiltriert das Ding gleich in der allerersten Mission. Und da sieht man auch schon mal, dass Hacks teilweise auch wirklich eine physische Komponente haben. Das heißt, ihr rennt wirklich in dieses Gebäude rein, müsst euch vor Wachleuten verstecken, vor einer Haufen Armada an Wachleuten und müsst dort den Hauptserver quasi infiltrieren mit einer Malware, die einen, naja, im Endeffekt dann einen offenen Port für euch hat. Das heißt, ihr habt quasi immer die Möglichkeit, euch auf eure Backdoor zu verbinden und dann jederzeit die Möglichkeit, alles zu steuern, was von diesem CTOS gesteuert werden kann. Und das ist der Punkt, der hier wirklich absolut realistisch ist. Denn wenn ihr wirklich einen Vollzugriff, also ich meine, der hat ja da drin nicht irgendwie nur ein bisschen Zugriff, sondern er hat wirklich Administratorrechte bekommen. Er konnte seine Polizeiakte von diesem System löschen und danach hatte er die Möglichkeit, Ampeln zu steuern und so weiter und so fort. So, und das ist der Teil, der realistisch ist. Wenn ihr wirklich auf so ein System, was aus Android, Google ist Android, Android und so weiter und so fort und den Regierungsbehörden und allem, was dazugehört, wenn ihr da wirklich Administratorzugriff habt, dann könnt ihr danach alles machen. Ihr könnt danach Ampeln hacken, ihr könnt danach auf die Überwachungskameras zugreifen und schauen, wie viel verdienen die Leute, was haben die für einen Job und ja, ihr könnt damit Autos knacken, ihr könnt damit Nachrichten abhören, ablesen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das ganze CTOS in Watch Dogs wirklich als perfekten Überwachungsstaat vorstellen. Und dieser perfekte Überwachungsstaat, der führt einfach dazu, dass natürlich, wenn jemand diesen perfekten Überwachungsstaat auch hackt, dass er dann auch selber der perfekte Überwachungsstaat ist und natürlich alles steuern kann. Von dem her, so fernab von der Realität ist das gar nicht in Watch Dogs. Und das ist schon sehr beunruhigend. Allerdings gibt es natürlich auch einige Komponenten, die nicht so realistisch sind und bitte auch so bleiben sollen. Und das erste ist natürlich gleich mal die allererste Mission. Die ist nicht unbedingt realistisch, denn ihr brecht in dieses Gebäude ein, aber ihr könnt schon Dinge hacken. Das heißt, ihr habt schon Zugriff auf Überwachungskameras, ihr habt schon Zugriff zum Beispiel auf das Terminal, ihr könnt das Terminal einfach direkt hacken. All diese Dinge, die sind erstmal unrealistisch, aber irgendwie musste man das ja auch, ja, erlauben oder quasi möglich machen, dass man am Ende so ein mächtiger Hacker wird. Und deswegen, das ist quasi ein Spielkonzept, damit ihr überhaupt in diesen Tower reinkommt. Aber im echten Leben hat man natürlich nicht einfach so Zugriff auf so einen Tower. Da muss man natürlich davor dann wirklich sehr, sehr viel machen, damit man überhaupt so weit kommt. Nehmen wir das aber mal als gegeben an. Ihr seid dann in dem Tower drin und ihr könnt diese Malware installieren. Danach habt ihr Vollzugriff. Aber was natürlich auch, wie schon gesagt, nicht realistisch ist, ist dieses System.
Dieses CTOS, auf das der Administrator Zugriff hat, das ist dann Punkt Nummer 2. Das ist so nicht realistisch, selbst wenn es so eine Kooperation aus all diesen Behörden gibt und Google und so weiter und so fort noch. Das Problem hieran ist nicht, dass es sowas nicht geben kann, sondern das Problem ist, dass diese Dienste normalerweise separat voneinander laufen. Das heißt, wenn ihr Administratorzugriff habt auf von mir aus einen Dienst, dann solltet ihr wirklich nur diesen einen Dienst nutzen können und nicht alle. Das heißt, ihr solltet nicht, wenn ihr zum Beispiel auf die Ampelschaltung Zugriff habt, auch gleichzeitig noch auf die Handys Zugriff haben, weil das einfach völlig unterschiedliche Services sind. Normalerweise ist eine Anwendung aufgeteilt in Microservices und diese Microservices, die sind unabhängig voneinander. Sprich, wenn ich Zugriff auf die Handys habe, habe ich normalerweise keinen Zugriff auf die Überwachungskameras. Habe ich Zugriff auf die Überwachungskameras, habe ich normalerweise keinen Zugriff auf die Autos und so weiter und so fort. Das heißt, da ist auch so ein kleines bisschen das ganze Spielprinzip vereinfacht worden, damit man natürlich alles machen kann. So, und Punkt Nummer 3 sind natürlich die Apps. Ja, wenn ihr in Watch Dogs 2 irgendwas hackt, dann benutzt ihr dafür normalerweise eure App. Also zum Beispiel für die Gesichtserkennung ist es dann so, der Protagonist läuft dann mit einem Handy rum und nimmt alles einfach auf und direkt von der App kann er ablesen, was da los ist. Was da hinten dran steckt, ist unglaublich. Nur für diese Gesichtserkennung, also nur damit die Leute da wirklich erkannt werden. Also nehmen wir jetzt mal den realen Hack an, okay? Das heißt, er läuft mit dieser Kamera rum, die Kamera nimmt die Leute auf, das Bild wird live die ganze Zeit an dieses CTOS geschickt, das ja gehackt wurde, und liefert die Informationen zurück. Und in der App werden diese Informationen wieder verarbeitet und dort wird dann direkt in dem Feed eingeblendet, quasi Augmented Reality, wie oder was genau das für eine Person ist. Der Aufwand, so eine App oder so eine Software und so einen Hack zu programmieren, ist immens. Das ist unglaublich viel Aufwand. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt realistisch, denn so einen Aufwand würde man nicht betreiben, wenn man jetzt einfach nur quasi sowas hat. Und das ist natürlich jetzt für alle Software, ja. Das heißt, er hat eine App zum Kameras steuern oder einen Laptop, mit dem man die Kameras quasi angucken kann. Er hat diese Augmented Reality Sicht, mit der er rumlaufen kann. Er hat zudem noch die Möglichkeit, einfach auf Knopfdruck einzelne Poller hochfahren zu lassen oder Ampeln zu kontrollieren und so weiter und so fort. Und all diese Dinge sind ein bisschen zu mächtig und ein bisschen zu krass, als dass man das machen würde. Aber in der Theorie ist es möglich, sowas zu machen. Es ist nur sehr, sehr viel Aufwand, okay? Und damit kommen wir zu meinem letzten Punkt, der nicht so ganz realistisch ist. Der Aufwand. Das heißt, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, diese Gesichtserkennung, wir nehmen jetzt nur das Beispiel der Gesichtserkennung, verwendet, um rauszufinden, welche Leute haben quasi was für Interessen und so weiter und so fort. Und wie viel verdienen die zum Beispiel. Dann sendet ihr ja diese Bilddaten an das Überwachungssystem. Und das Überwachungssystem sendet die wieder zurück. Das bedeutet, es ist erstmal für euer Handy natürlich eine immense Belastung. Mobiles Internet in Deutschland würde sowas niemals erlauben, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite ist das aber auch so, dass der Server von CTOS, also der gehackte Server, der bekommt die ganze Zeit diese Daten rein, analysiert die und schickt die einfach ungefragt wieder raus. Und da liegt das Problem drin. Das heißt, wir erleben quasi, wie dieser Hack wirklich live genutzt wird, aber auf der Serverseite, das heißt in dem perfekt abgesicherten System von CTOS, wird der nicht erkannt. Und das ist ein bisschen unrealistisch, denn am Anfang bricht man in dieses Gebäude ein und teilweise können einen sogar die Wachen wirklich angreifen. Und die Wachen können dann alarmieren ihre Kollegen und die wissen, dass ihr da tatsächlich einen Hack installiert habt oder zumindest ins Datenzentrum eingebrochen seid. Und nach so einer Aktion würde überall, jeder Security-Firma würden so viele Alarmglocken klingeln, da würde alles überprüft werden. Da würde überprüft werden, was jeder Mitarbeiter zum Frühstück hatte, nur damit man hier rausfinden kann, wo dieser Hack dann am Ende ist und dass man den auch wieder entfernen kann. Das heißt, es ist ein bisschen unrealistisch, dass er von CTOS nicht entdeckt wurde und dass dieser Hack einfach die ganze Zeit ohne Probleme weiterläuft. Auch Updates wären ein Riesenproblem. Das heißt, CTOS kriegt natürlich ständig irgendwelche Updates und der Hack muss natürlich geupdatet werden. Das heißt, wenn da jetzt tatsächlich irgendein Update läuft, dann hat man natürlich das Problem, man muss seine ganzen Apps wieder umschreiben, damit die wieder alle so funktionieren. Das heißt, diese Augmented Reality Kamera App müsste man neu schreiben und so weiter und so fort. Und das ist ein kleines bisschen unrealistisch. Aber ansonsten, der eigentliche Hack
All diese Technik, die ist gar nicht mal so unrealistisch, wie wir immer denken. Das sind die einzigen Punkte, die an Watch Dogs vielleicht nicht ganz so relevant oder nicht ganz so realistisch sind, aber deswegen ist es ja auch einfach ein Spiel. Und wir sehen an diesem Spiel, was passieren kann, wenn wirklich so eine große Firma sich zusammenschließt oder auch ein großes Staatsnetzwerk entsteht und wenn das gehackt wird, was wir dann für große Probleme haben. Und dadurch, dass ihr jetzt wisst, dass das nicht ganz so unrealistisch ist, möchte ich euch bitten, erlaubt nicht oder lasst es nicht zu, dass wir wirklich so eine mächtige Firma wie dieses Bloom bekommen, was es in Watch Dogs 2 gibt, die dieses CTOS geschaffen haben. Erlaubt das nicht, denn das könnte eine riesige problematische Schwachstelle werden in unserer ganzen Gesellschaft, wie wir hier gerade gesehen haben. Okay, dementsprechend vielen Dank fürs Zugucken. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Hold it right there. Help him. Where the fuck I'm gonna go? Josh! Okay, okay.